Hallihallo, und zwar zu einem neuen kleinen Tutorial, denn dieses Mal ein wichtiges Thema, was ich öfters mal erwähnt habe in meinen alten Tutorials. Und zwar sage ich ja immer, fügt das dann euren Player hinzu, diverse Methoden, Funktionen, Sachen. Und jetzt zeige ich endlich mal, wie macht man denn eigentlich so einen Grundplayer? Also wie baut man das Grundgerüst von einem First-Person-Player auf, also einen First-Person-Controller auf. Man kann das auch für einen Third-Person benutzen, aber wir machen jetzt First-Person. So, als erstes fügen wir einmal ein Objekt, und zwar einmal eine Kapsel hinzu, denn das wird unsere Base quasi, die können wir auch gleich umnennen, und zwar zu Player. So, Player. So. Dann haben wir hier unsere Base-Kapsel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein animiertes Modell habt oder einen animierten Charakter, Tier oder etc., ganz egal, den packt ihr jetzt nicht hier als Player, also als Kapsel hier rein, sondern ihr packt das in die Kapsel rein. Diese Kapsel müsst ihr euch einfach wegdenken. Das ist einfach nur unsere Interaktion und unsere Kollision. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Dann brauchen wir natürlich nochmal eine Kamera, also Player, einmal Kamera. So, die Kamera taggen wir einmal als Main-Kamera. Main-Kamera. Und dann setzen wir sie einmal auf Augenhöhe. Wenn ihr dann zum Beispiel einen Charakter habt oder sowas, packt ihr das dann so auf seine Kopfhöhe. Ich mache das jetzt ein bisschen angepasst, so dass das dann auch okay ist. So, dann natürlich die Order, wenn ihr irgendwas wie Objekte, Waffen oder etc., irgendwas, was in der Hand ist, habt, dann packt ihr das immer auf die Kamera, also auf die Sichtkamera, damit sich das mitbewegt. Und wenn es so Sachen sind wie euer animierter Charakter, den packt ihr in den Player rein. So. Die Kapsel braucht jetzt noch zwei Dinge, und zwar einmal braucht es einen Trigger, um zu überprüfen, ob wir auf dem Terrain sind, also ob wir gerade auf dem Boden sind oder nicht, und natürlich die Physik-Component, also einmal ein Rigid Body. Und dann beim Rigid Body setzen wir einmal hier bei Contains Freeze Rotation, und da machen wir einmal alle an, damit die Physik nicht durchdreht, wenn wir den Rigid Body bewegen oder er mit irgendwas kollidiert. Dann holen wir uns noch einmal einen Sphären-Collider. Den Sphären-Collider stellen wir einfach auf in 0,1 und bei y-Wert machen wir -1, so dass dann die Sphäre, ich würde sogar sagen 1,5 lieber für den Umfang, so, das passt dann besser, so dass wir dann hier einen Trigger haben, um die Kollision mit dem Terrain zu überprüfen, um zu wissen, sind wir gerade in der Luft oder sind wir nicht in der Luft. Also dann noch die Sphäre auf Trigger setzen, so. Und dann haben wir auch eigentlich schon alle Vorbereitungen, mehr machen wir eigentlich gar nicht. Und damit können wir dann das Grundgerüst aufbauen. Also erstellen wir uns einmal ein Script, Simple Player Script, ziehen das da drauf und dann können wir in Visual Studios reingehen und einmal anfangen. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal ein paar Grundvariablen, und zwar für die gängige Bewegung. Also Laufen, Rennen, Hüpfen. Also einmal Public, Float, und dann sagen wir einmal ein Go, ein Run, ein Jump. Dann brauchen wir noch einen Multiplayer für die Gravitation, denn wir haben zwar ein Rigid Body und das Rigid Body hat Gravitation, es wird vom Boden angezogen, aber wir haben ja einen Spieler und der Spieler hat ja ein bestimmtes Gewicht, so gesehen. Und deswegen müssen wir die Gravitationswert noch etwas beschleunigen, darum hauen wir da jetzt noch eine Variable Gravity rein, um das dann zu multiplizieren, das Force, was uns nach unten drückt. Dann brauchen wir einmal noch für die Rotation und unsere Y-Achse, also damit wir den Spieler einmal drehen können, also Rot, Y, Geschwindigkeit, also Speed, und dann nochmal für die für die vertikale Achse, also die X-Achse, Rot, X, Speed. So. Dann brauchen wir nochmal ein Boolean, und zwar, ob wir denn auf dem Boden sind oder nicht, also Bool, Ground, so. Und dann einmal, damit wir ein bisschen variabler agieren können für das Sichtfeld, machen wir jetzt einmal einen minimalen Wert und einen maximalen Wert für wie weit wir die Kamera drehen können, also nach oben und unten gucken können, wie wir unseren Kopf neigen können. Also sagen wir einmal Float, da sagen wir dann den minimalen Wert und den maximalen Wert. Dann brauchen wir einmal unsere Kamera selbst, also Public Transform.cam einfach, und unser Rigid Body, also einmal Rigid Body, RI, so. Und dann haben wir das auch schon alles. In der Startmethode können wir uns dann einmal so void start, so, da holen wir uns das Rigid Body, get component Rigid Body, dann müssen wir das nicht selber hinzufügen. So, jetzt machen wir erst einmal die Überprüfung, ob wir denn gerade mit dem Terrain oder mit irgendeinem anderen Objekt, das sich unter uns befindet, halt kollidiert. Und da sagen wir einfach on trigger stay. Und warum Stay? Weil bei Enter will man jetzt zum Beispiel, könnte man
wenn man nur ganz leicht jetzt ein Hindernis berührt oder sonst was, könnte man direkt wieder losspringen. Und wir wollen ja, dass wir den Boden erstmal eine Weile berühren. Und on Stay wird etwas später gecallt, logischerweise als Enter. Darum sagen wir bei Stay, Ground ist gleich True. Und dann einmal bei On Trigger Exit, wenn der Trigger nichts berührt, Ground gleich False. Denn wir haben ja offensichtlich nichts unter uns. So. Dann gehen wir jetzt einmal in die Bewegung und physikalische Bewegungen machen wir immer in der Fix-Update-Methode. Also einmal Fix-Update. Die Fix-Update-Methode ist für die Physik da. Die ist nämlich nicht FPS-abhängig, also die ist nicht Frame-abhängig, sondern die updatet immer konstant in einem bestimmten Wert. Und da sagen wir jetzt als allererstes einmal, dass Rigid Body Velocity ist gleich Vector3.0, damit das Force, was wir da drauf packen, nicht multipliziert wird. Dann holen wir uns einmal einen Vector 3 für unsere Direction. Da sagen wir auch einfach, das ist ein Vector 0. So. Dann einmal ein Boolean, um zu bestimmen, ob wir den jetzt rennen oder ob wir nicht rennen. Also Bool Running. So. Und dann haben wir eigentlich schon alles. Ich benutze jetzt für das Input-System mein eigenes Input-System. Also ein Link ist auch in der Beschreibung. Da könnt ihr auf mein GitHub gehen. Da könnt ihr dann easy Inputs nehmen, die ZIP runterladen, die ZIP entpacken als Ordner und einfach in euer Projekt hinzufügen. Wenn ihr euer eigenes Input-System benutzen möchtet, könnt ihr das gerne auch tun. Aber ich werde jetzt meins verwenden. Aber alle Input-Systeme funktionieren eigentlich quasi auf dieselbe Art. So, also sagen wir jetzt erstmal if easy.isKey. Und zwar was für ein Key? i.l-shift. So, und wenn wir links Shift drücken, dann sagen wir running ist gleich true. Und natürlich hier oben bei running noch sagen, dass running false ist auch als Default. So. Dann haben wir schon mal bestimmt, ob wir jetzt rennen oder nicht. Und dann können wir jetzt einmal die Vorwärts- und die Rückwärtsbewegung machen. Also easy.isKey i.w. So. Und dann können wir das einmal kopieren. Zack. Und dann sagen wir hier else if. Und beim else if einfach nur s. So, so. So, wie beschleunigen wir das jetzt? Ganz simpel. Wir nehmen jetzt einfach das dir.z und sagen einfach dir.z ist gleich. Und jetzt bestimmen wir einmal mit einer Zwischenabfrage, ob wir den jetzt rennen oder nicht. Also machen wir jetzt einmal Klammern und da machen wir einmal Aufrufezeichen, running. Wenn wir nicht rennen, dann sagst du bitte 1, also einmal ganz normalen Einerwert, mal den Lauf, ist die Laufgeschwindigkeit. Und damit wir ein bisschen kleinere Werte verwenden können, sagen wir jetzt einfach nochmal die Laufgeschwindigkeit mal 100. Dann einmal Doppelpunkt, denn wenn wir rennen, dann wollen wir natürlich 1 mal Run mal 100. Passt. So. Das können wir eigentlich, dann können wir bei S, machen wir fast dasselbe. Z. Und da sagen wir aber nichts, wir benutzen jetzt nicht die Run-Methode, weil rückwärts rennen ist im Spielen eigentlich eher weniger vorhanden. Sowas gibt es eigentlich so gesehen nicht. Außer es ist vorher Movement oder sowas wichtig, dann könnt ihr das natürlich mit einbauen, aber wir machen jetzt nur, dass man rückwärts nur gehen kann. Also sagen wir -1 mal Go mal 100. So. Und jetzt können wir einmal diesen Block hier kopieren. So. Einmal die nächste Zeile und dann sagen wir dasselbe nochmal für die horizontale Bewegung, also D und A. Und dann sagen wir statt Z X, X. Und jetzt können wir hier bei dem zweiten X das einmal kopieren und hier reinpacken. Boop. Und aus der 1 eine -1 machen und hier beim zweiten auch eine -1 machen. Und dann haben wir das auch schon im Großen und Ganzen. Das ist einfach schon die normale horizontale und Vorwärtsbewegung. Jetzt machen wir einmal eine Abfrage, ob wir denn gerade in der Luft sind oder nicht. Also if ground, sind wir am Boden. Okay, dann können wir offensichtlich springen. Also sagen wir if easy.isKey down. Also ist der Key einmal gedrückt. Welcher Key? Space. Und ist Space gedrückt, dann sagen wir einfach packen wir direkt ein Force aufs Rigid Body, also Rigid Body at Force. Und dann sagen wir einfach nur Vector free.up mal Jump. Dann nochmal ein Komma und dann packen wir noch mal ein Force Mode hinzu, und zwar Force Mode
Impuls. Somit ignoriert er die Masse vom Rigid Body selbst, sondern er haut das direkt als einen Impuls drauf. Gut. Dann können wir direkt hier hinter einmal die Abfrage, also einmal das Force, also das Direct, was wir gerade geschrieben haben, einmal auf das Rigid Body draufpacken. Also nur dieses Mal benutzen wir nicht Add Force, sondern wir benutzen Add Relative Force. Somit wird das Force immer nach geradeaus beschleunigt, egal in welche Richtung unser Spieler gerade guckt. Das ist der einzige Vorteil dadurch. Und dann können wir einfach nur sagen, dir mal time.fix Delta Time, so dass es etwas smoother ist. Force Mode, Force Mode, und zwar Impuls, so, auf dieselbe Art. Jetzt können wir natürlich, wenn wir jetzt springen, uns in der Luft noch bewegen. Also theoretisch gesehen kann man das noch einmal so machen, dass man sagt, wenn er nicht auf dem Boden ist, dann kann er sich nicht bewegen, also ist nicht grounded. Dann updaten wir das Force, aber das lassen wir jetzt einfach weg. Wenn es für euer Movement wichtig ist, dann könnt ihr das selber hinzufügen. So, dann machen wir nochmal eine Abfrage, ob wir gerade in der Luft sind, also Aufrufezeichen, Ground. Sind wir in der Luft offensichtlich, weil wir haben keinen Boden unter uns. Dann sagen wir einfach nur rigidbody.addForce und da sagen wir dann minus vector3.up mal und dann Klammern Gravity und den Wert, damit wir auch schön geringe Werte benutzen können, sagen wir einfach Gravity mal 1000, so mal time.fixed Delta Time. So, dann gehen wir auch automatisch nach unten und haben Gravitation. So, dann brauchen wir jetzt einmal die Rotation unseres Spielers und die Rotation unserer Kamera. Das macht man aber nicht in der Fix-Update, sondern das macht man in der Late-Update, aus dem guten Grund. Late-Update, wie schon sagt, wird als letztes quasi, wenn alles gerendert ist, einmal geupdatet. Und da machen wir dann auch unsere Kamerabewegung, denn wenn wir unsere Kamera bewegen, wollen wir ja sicher gehen, dass wirklich alle Bilder schon, also dass alle Frames und alle Objekte gerendert sind. Und dafür hauen wir das dann in die Late-Update rein, sodass wir da jetzt keine verschwommenen Texturen oder ladende Objekte haben, etc. So, als erstes sagen wir einmal transform.rotation mal gleich, ja, mal runterscrollen, und da sagen wir einfach nur criterion.euler und dann können wir hier einfach sagen 0, und dann sagen wir rot y speed mal easy.delta Maus Delta. Ups, das ist das falsche Maus Delta. Ich kann nicht sehen. Maus Delta, da ist es ja. So, Maus Delta und zwar X auf der X-Achse mal time.delta time, 0. Und schon haben wir die ganz normale Umdrehung in der Y-Achse, also dass wir uns einmal in der horizontalen drehen können, nach links und rechts. So, jetzt für die Kameraperspektive müssen wir den Wert unserer Kamera, wir haben ja nur einen bestimmten Blickwinkel, wir können nur einen bestimmten Grad nach unten gucken und einen bestimmten Grad nach oben gucken. Also holen wir jetzt erstmal die normale Rotation, die wir haben. Also war so die Rotation und da sagen wir dann einfach Kamera.transform.localRotation. Da haben wir das auch schon. Und dann können wir einfach sagen Rotation X plus gleich. Und dann machen wir einmal eine Klammer und sagen hier einmal, dass wir einen schön kleinen Wert bekommen. Rotation Y-Speed, nicht Y-Speed, sondern X-Speed, Entschuldigung. X-Speed geteilt durch, sagen wir 10, so. Und dann einmal mal minus easy.mouse Delta.y mal time.delta time. So. Und wir benutzen jetzt die Delta von der Maus, also die Bewegung der Maus in der Y-Achse, müssen aber ein Minus davor hauen, weil sonst wäre das gespiegelt. Das heißt, wenn man die Maus nach oben bewegt, guckt man nach unten. Und wenn man die Maus nach unten bewegt, guckt man nach oben. Das wäre ein bisschen verwirrend, weil man kennt es ja, man bewegt die Maus nach unten, dann guckt man auch nach unten. So. Dann müssen wir einmal den Wert, den wir jetzt auf X draufgepackt haben, einmal festlegen, dass er nur in einem bestimmten Bereich ist. Also sagen wir hier einmal r.x ist gleich math.clamp. Die Methode übernimmt das für uns. Und zwar einmal für Rotation x. Und zwar von dem Minimalwert
bis den maximalen Wert, den wir angegeben haben. So, dann können wir eigentlich bei CY sagen, bei RY sagen gleich 0. Und wir können auch einfach sagen RZ gleich 0. Bringt zwar nichts, weil es ist ja so gesehen 0, aber nur auf Nummer sicher gehen. So, dann können wir sagen Kamera Transform .local rotation ist gleich die Rotation. So. Jetzt haben wir die Drehung, die Bewegung und alles schon komplett da für einen simplen Spieler. Nur eine Sache ist ganz wichtig, und zwar der Cursor. Der Cursor wird jetzt so gesehen angezeigt und wir könnten den frei rumbewegen und man würde ihn sehen. Dafür machen wir uns jetzt einmal eine Public Static Methode, und zwar Public Static Void, und zwar Set Cursor Lock. Da übergeben wir einmal ein Boolean, um den Cursor einmal zu aktivieren und zu deaktivieren, dass wir diese Methode von allen unseren Klassen aus, falls wir eine UI machen oder etc. oder irgendwie im Menü sind oder sonst was, dass wir die Maus sichtbar machen können und die Maus wieder unsichtbar machen können. Und deswegen sagen wir Set Cursor Locked, und wenn der Cursor gelockt ist, dann einmal hier bitte Cursor.visible ist gleich false. Also wir locken ihn, deswegen sagen wir dann nochmal Cursor.lockState ist gleich Cursor Lock Mode Lock It. Und schon kann sich das Ding nicht mehr bewegen und wir sehen es auch nicht mehr. Und bei else, wenn wir das false setzen, dann sagen wir natürlich Cursor Visible gleich True. Wir wollen ihn bitte wieder sehen. Und wir entlocken ihn. Cursor.lockState gleich Cursor Lock Mode None. Und schon haben wir können wir den Cursor setzen und auch wieder freigeben. Dann gehen wir einmal in die Start-Methode und rufen die Methode gleich auf direkt zum Start. Cursor Lock ist gleich True, also lock ihn. Und nicht wundern, im Editor wird die Start jetzt nicht direkt den Mauscursor loggen, also dass er direkt verschwindet. Man muss dann in die Play-Szene reinklicken. Das liegt daran, weil man halt in der Editor-Umgebung ist, aber wenn ihr das Spiel dann compiled, also exportiert, dann würde der Set Cursor Lock die Maus auch direkt halt unsichtbar setzen und halt locken. So, dann können wir einmal alles abspeichern und zurück zu Unity. So, und in Unity übergeben wir dann erstmal die Kamera, das Kameratransform. So, als Gehbewegung sagen wir jetzt einfach mal 5 und die Renngeschwindigkeit auf 10. Das Springen sagen wir einfach mal 66, die Gravitation sagen wir 11, die Rotationsgeschwindigkeit in der Y-Achse sagen wir 20, die in der X-Achse sagen wir 0,8 und der minimale Wert, da sagen wir dann einfach minus 0,5 bis 0,5. So. Mit einem Debug könnt ihr euch auch die Rotation ausgeben lassen, wie die Kamera gerade ist, aber ihr könnt eher einfach mit den Werten rumspielen. So, dann haben wir den Player eigentlich komplett schon gesetzt und haben unseren simplen Spieler hier. Ich kann ja einmal in den Play-Mode gehen, ich mache mal hier ein bisschen größer. So, und wie wir sehen, die Maus ist jetzt noch nicht gelockt, aber wenn ich jetzt einmal klicke, dann ist die Maus gelockt. Wie wir sehen, wir können nach oben und unten gucken, wir gucken nach links und rechts, wir können nach vorne uns bewegen und wenn ich Shift drücke, dann bewegen wir uns schnell. Wir können auch hier diesen Berg hoch einmal und einmal diesen Berg wieder runter. Und wie wir sehen, wenn wir jetzt auch springen, dann fallen wir direkt so runter. Na, vielleicht ist 11 ein bisschen wenig, muss man sagen. Muss man sehen. Beim Bergab kann man auch nochmal überprüfen, wenn man einen Bergab runterläuft, ob hier, da wird die Ground-Variable wird ein bisschen zu schnell getriggert. Also würde ich die Sphäre doch nochmal ein bisschen größer machen. Und bei der Gravitation sagen wir einfach mal 22. So, mal gucken, wie das dann ist. Einmal hier runtergehen bitte. Ja, jetzt zuppelt er so ein bisschen, deswegen lieber einmal die Sphäre, unseren Trigger doch ein bisschen größer machen, sagen wir mal auf 0,2. So, und heult er jetzt immer noch rum. Ja, er luppert immer noch ein bisschen, das ist mir die Gravitation wieder auf 11. So, einmal hier. So, naja. Muss man ein bisschen mit den Werten rumspielen, auch mit der Größe, weil der Sphärenkollider darf auch nicht zu groß sein, dass wir nicht aus Versehen dass wir mit Objekten interagieren, die wir gar nicht haben wollen. Also einmal hier der Player, ja, die Größe geht eigentlich durch. So. Dann mal gucken, ob das immer noch so stark getriggert wird. Ja, geht eigentlich durch. Ja, man muss ja noch ein bisschen die Geschwindigkeit anpassen, aber
So hat man halt einen simplen Spieler und man kann ihn je nach Werten und nach Bedürfnissen einmal anpassen. Aber nur, dass man das mal gezeigt hat. Gut. Dann beim nächsten Mal werde ich mal zeigen, wie man simpel mit Gegnern und sonstiges interagiert. Ich habe das zwar schon in anderen Tutorials so gezeigt, im Waffentutorial etc., aber noch nicht direkt, wie man das einbindet. Also binde ich das jetzt einfach hier in unseren simplen Player mit ein. Und ja, dann beim nächsten Mal, wie man denn mit Gegnern oder mit Objekten interagiert. Ich habe auch schon ein Tutorial gemacht über Interactive Events, wie man bestimmte Events triggern kann mit dem Spieler, wie zum Beispiel Lichtschalter anmachen oder Türen öffnen etc. Könnt ihr einfach auf dem Kanal gucken und beim nächsten Mal zeige ich dann, wie man simpel mit dem Gegner interagiert. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!